Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Heute geht es um das Thema Spreizfuß und was auch wirklich dabei hilft. Der Spreizfuß ist eine erworbene Fußfehlstellung. Im Lateinischen heißt er Pes transversoplanus. Und das ist so, dass wir haben ja am Fuß 3 Fußgewölbe, das heißt das vordere Quergewölbe, das innere Längsgewölbe und das äußere Längsgewölbe. Bei einem Spreizfuß ist es so, dass das vordere Quergewölbe durchgebrochen ist. Das heißt, also die normale Stellung ist ja so, man sieht es, dass hier unten etwas Luft ist und die 10 Grundgelenke nicht auf dem Boden aufliegen und dadurch auch die Abfederung beim Laufen gegeben ist. Der Groß-C-Grundgelenk und das Klein-C-Grundgelenk liegen auf dem Boden auf. Bei einem Spreizfuß ist es jetzt so, dass die 3 Mittelknochen hier, diese Grundgelenke, komplett auf den Boden sinken und dadurch sich der Fuß verbreitert und man wirklich auf diesen Grundgelenken dann auch mitläuft. Normalerweise macht man das nicht, darum kriegt man auch unter diesen Mittelfußknochen hier meistens dann die Hornhaut. Das haben wir hier auf dem Fuß schön, hier runter, hier in der Mitte, immer unter die 3 Zehen, beginnt dann meistens die Hornhaut. Warum kann das durchbrechen? Und zwar die meiste und häufigste Ursache, warum es durchbricht, sind so hübsche Schuhe. Diese High Heels sind ja eine tolle Modeerscheinung. Für natürlich uns Podologen und auch für die Orthopäden und orthopädischen Schuhmacher ist das ein Graus. Warum? Weil man mit solchen Schuhen wirklich jeden gesunden Fuß ruinieren kann. So, jetzt haben wir natürlich den Schuh drin. Man sieht auch schön, dass wenn der Fuß jetzt da drinnen steht, dass man hier oben das obere Sprunggelenk schon mal überdehnen muss, damit man überhaupt gerade steht. Dann sind hier die Fußwurzelknochen und die Mittelfußknochen dermaßen steil gestellt, dass sie hier auf den 10 Grundgelenken das komplette Gewicht des Körpers lastet und mit der Zeit gibt eben dieses Gewölbe nach und man hat den Spreizfuß. Also der Schuh ist jetzt eine Ursache des Spreizfußes. Es gibt natürlich auch noch mehrere Ursachen. Es sind Übergewicht, zu viel Stehen oder meist im Beruf, wer den ganzen Tag steht und zu viel Belastung auf den Füßen hat. Gerade bei Sportlern gibt es auch den Spreizfuß, weil die durch den Sport ja ganz viel Belastung auf den Füßen haben. Es gibt auch eine genetische Komponente. Das ist, wenn man jetzt in der Erbline leider schlechtes Bindegewebe hat, dann neigt auch der Fuß nachzugeben. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass der Fuß großteils aus Bindegewebe, Sehnen, ein bisschen Knochen und kleinen Muskeln besteht. Natürlich, wer Bindegewebsschwäche hat, kriegt einen Spreizfuß, wenn er nicht aufpasst. Wenn der Spreizfuß noch nicht sehr ausgeprägt ist, dann tut er meist auch noch nicht weh. In der Folge oder im Laufe der Jahre kann es passieren, dass der Mittelfuß wirklich dann zum Schmerzen anfängt. Das ist dann die sogenannte Metatarsalgie. Das heißt Mittelfußschmerzen. Es ist in diesem Bereich, dass man dann die Schmerzen hat. Eine Folge des Spreizfußes sind auch Hornhaut hier unten und auf der Unterseite. Dann gibt es auch das sogenannte Mortenneuron. Das sind überreizte Nervenbahnen, die was dann solche Verdickungen ausbilden und dadurch die Schmerzen verursachen. Dann gibt es noch die Fußwurzelarthrose. Das ist, Fußwurzelknochen sind hier hinten. Und zwischen den Fußwurzelknochen sind ja kleine Gelenke drinnen. Die sind zwar sehr straff verspannt durch die ganzen Bänder, aber dennoch können sich diese Fußwurzelknochen abnutzen und dann hat man eben hier oben die Schmerzen. Am allerwichtigsten, wenn ihr einen Spreizfuß habt, sind geeignete Einlagen. Das heißt, ihr geht zum orthopädischen Schuhmacher, der macht einen Abdruck vom ganzen Fuß und macht euch die Einlagen, die wirklich für euren Fuß passen. Dann gibt es auch noch bequeme Schuhe, die solltet ihr natürlich anziehen, weil gerade solche High Heels sind nicht sehr förderlich für den Spreizfuß. Ich weiß, die jungen Mädels unter euch ziehen
ja, müssen jetzt nicht so hohe sein, aber selbst wenn die nur 5 cm haben oder 7 cm, ist es auch schon zu hoch, weil wirklich zu viel Gewicht dann hier auf dem vorderen Quergewölbe liegt. Dann gibt es natürlich auch noch Fußgymnastik. Ich empfehle ja meistens die Fußgymnastik der Spiraldynamik. Wer es noch nicht gehört hat, ich habe hier ein hübsches Buch für euch. Das könnt ihr dann unten im Link, könnt ihr das euch bestellen. Und hier sind auch die ganzen Fußfehlstellungen drinnen und auch die Übungen. Und ich zeige euch jetzt mal die Übungen für den Spreizfuß. Dazu braucht ihr ein halbes Bällchen. Ich habe jetzt so ein Bällchen genommen, das ist eigentlich ein Hundespielzeug, so ein Hundekau-Ding, und das habe ich in die Hälfte geschnitten. Und zwar setzt man den Fuß auf und drückt es runter, und damit wird es hier aufgespannt, damit quasi das Fußgewölbe wieder so hergerichtet wird, wie es gehört. Das Ganze natürlich öfter am Tage machen und immer wiederholen, immer wieder draufsteigen. Das zeige ich euch dann nochmal an meinem Fuß. Und dann gibt es noch so hübsche kleine Schaumstoffbällchen. Das ist jetzt ein Katzenspielzeug, und diese kleinen Bällchen nimmt man ebenfalls unter den Fuß, genau an der Stelle, wo die Fußwurzel, die Zehengrundgelenke sind. Fußwurzel haben wir hier hinten. Und dann versucht ihr, dieses Bällchen hochzuheben. Ist am Anfang sehr schwer, man muss es wirklich üben, üben, üben. Wie alles im Leben muss man es oft genug wiederholen. So, und jetzt zeige ich euch das am lebenden Objekt. Bevor ihr mit den Übungen beginnt, müsst ihr natürlich eure Zehen lockern. Das macht ihr am besten mit der Übung vom C-Bogen. Das heißt, hier das vordere Quergewölbe wollen wir jetzt dehnen. Man tut am Großzehengelenk, nimmt man, und das Kleinzehengelenk und drückt hier die Nägel alle schön hier rein, und dann spannt man quasi hier das oben rum. Und man versucht auch, dass man die Zehen gerade hält und nicht so einknickt. Und damit, dass man das schön so spannt. Und das macht man ungefähr 10 Mal. Oder je nachdem, wer es eben gut findet, kann das mindestens 5 Minuten machen. Den C-Bogen kann man auch natürlich, so wie ich es vorher gezeigt habe, mit dem halben Bällchen einfach hier schön mittig drauf und niederdrücken. Und wieder hoch und nieder. Das Ganze kann man auch 5 Minuten machen. Damit spannt man auch vorne das Quergewölbe schön auf, damit das wieder locker wird, das Ganze. So, die nächste Übung ist eine sogenannte Zehenraupe. Das kräftigt den ganzen Fuß. Und man versucht wirklich mit seinen Zehen, so wie wir es hier haben, den restlichen Fuß nach vorne zu ziehen. Macht es bitte nicht so, weil sonst begünstigt ihr die Krallenzehen. Das ist ein bisschen ungut, wenn man das macht. Und man soll wirklich die Nägel auch oben sehen, und dass man das so schön nach vorne zieht. Das Ganze könnt ihr auch so 1 bis 3 Minuten machen, bei jedem Fuß natürlich, rechts und links. So, die nächste Übung heißt Marionette. Das heißt, man versucht den Fuß, die Hand nimmt man dann oben drüber und hilft quasi, das Ganze immer hochzuziehen. Sieht aus, als ob man eine Marionette am Fädchen hat. Soll man natürlich auch wieder 5 Minuten machen, rechts und links. So, dann gibt es noch das Katzenbällchen hier, das ist schön weich. Und das kann man hier mittig hinlegen, ein bisschen draufdrücken. Man sollte das eigentlich irgendwie hochkriegen, aber das schaffe selbst ich nicht mit meinen Füßen. Ihr könnt ja mal selber die Übungen machen eine Zeit lang, vielleicht kriegt ihr das Katzenbällchen auch mal hoch. Ja, es klappt bei mir gerade nicht, aber die Übung geht so.
Und ihr sollt das Bällchen auch nicht mit den Zehen krallen, weil das geht ja sehr schön mit den Zehen, aber das ist nicht die Übung. Das heißt, ihr müsst das Bällchen wirklich hier in der Mitte, das heißt hier rein, unter den zweiten und dritten, ungefähr hier das Bällchen reinlegen. Und hier sollte das jetzt irgendwie funktionieren, dass das hoch geht, aber ja, das kriege ich leider nicht hin. Muss ich auch noch üben. Mindestens 5 Minuten. Rechts und links natürlich. Die nächste Übung heißt Turmspringer. Ich habe jetzt hier ein Buch liegen. Normalerweise macht man das an der Treppenstufe. Ich habe jetzt leider gerade keine Treppe verfügbar. Und man stellt sich so drauf, dass das meiste vom Gewicht hinten ist. Und hier vorne quasi nur ab den Mitte der Mittelfußknochen auf der Stufe ist. Natürlich auch festhalten, damit das ihr nicht das Gleichgewicht verliert. So, und wenn die Fersen so runterhängen, spürt ihr auch schon in den Waden, wie es zieht. Und ihr müsst dann abwechselnd einmal links hoch etwas und einmal rechts. Und nicht so hoch gehen, das ist zu hoch, das ist wieder ein für einen Spreizfuß, damit ihr ihn bekommt. Also lieber nur so. Und kleine Übungen. Und am besten ist es, wenn ihr das 30 Mal wiederholt und danach kann man jetzt ein bisschen runtergehen, bis die Wadenmuskulatur ordentlich spannt. Damit dehnt ihr auch gleichzeitig die Achillessehne und das hilft euch auch gegen den Spreizfuß. Die Übungen muss man natürlich wiederholen, öfter, besten täglich oder jeden zweiten Tag, weil die kleinen Fußmuskeln, die was zwischen den Zehen sitzen und auch im ganzen Fuß verteilt sind, werden natürlich dann nur gestärkt, wenn man sie oft genug beansprucht. Ihr könnt es auch gern unten in die Kommentare reinschreiben, wie es euch mit den Übungen geht, ob ihr das schon hinkriegt oder ob ihr länger üben müsst, bis dass ihr eins hinkriegt. Ich muss ja auch noch üben. Das Katzenbällchen greifen kriege ich ja auch noch nicht hin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Hier könnt ihr abonnieren und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss!